Wir starten rein auf Deutsch mal wieder. Ganz ungewohnt, aber wie ihr unschwer erkennen könnt, an den Gallonen befinden wir uns immer noch in den USA. Und zwar am Sonntag nach der Arnolds. Und auch an einem Sonntag, leider einen Tag zu früh, starten wir auch in den internationalen Chess Day rein. Ich habe Bock, heute einfach mal trainieren zu gehen. Eigentlich waren wir verabredet, aber wie man es für den einen oder anderen Amerikaner kennt, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, war die Unpünktlichkeit heute auf jeden Fall am Start. Nichtsdestotrotz bleibt die Arbeit auf jeden Fall nicht liegen. Wir müssen ins Gym. Es muss Gas gegeben werden. Und deswegen dachten wir uns, wir gehen auf eigene Faust einfach los, nehmen die Brust auseinander und machen noch ein bisschen Schultern hinterher. So sieht der Plan auf jeden Fall aus. Und heute Abend gibt es dann, glaube ich, noch ein bisschen Abendprogramm, je nachdem, wie das Ganze so abläuft. Aber ist ja auch scheißegal. Was aber wichtig ist, ist auf jeden Fall der Pump. Und hier hat Wesley auf jeden Fall einen stabilen Crank rausgebracht. Ihr wisst ja, in den USA wird der Koffeinkonsum durch die 200 Milligramm Energy-Dosen, die es hier gibt, ungefähr auf dem Level gehalten, um 15 Uhr. Dementsprechend braucht man nur was für einen Pump. Und da kommt mir das Ding hier gerade rechtzeitig. Kann mal jemand sagen, dass in Ohio kein gutes Wetter ist. Mit Sonnenstrahlen stehen wir hier jetzt vor dem Armory Gym. Da hinten steht so ein ziemlich geiles, man sieht es leider nicht von hier, sonst hätte ich es euch gezeigt, so ein Militärding zur Einfahrt ins Studio rein. Auch ganz cooler Schuppen. Da gehen wir jetzt mal rein. Ich hoffe mal, ich atme nicht zu sehr durch mein Ansteckmikro. Die Off-Season-Struggles sind am Start. Und ich muss sagen, die Off-Season läuft auch ziemlich gut. What's up, boy? Hey, how you doing? Yeah, come on. Ja, jawohl. I'll do a selfie. Ja, easy. Yes, sir. That's fire, bro. No way to see you. Cool. That's so sick, dude. Hey. I appreciate it, man. See you, man. Ich feiere die Amis. That's fire, bro. Jetzt gehen wir da rein und nehmen die Brust auseinander. Let's go. So, korrekte Leute hier. Ich wurde auf jeden Fall ausgestattet. Offizielles Armory VIP. Damit laufe ich aber nicht rum. Leichter Cringe-Faktor. Wir haben auf jeden Fall hier noch einen Basketball-Court. Digga, das ist gefühlt auch normal in den USA, dass man in jedem Gym einfach einen Basketball-Court hat. Aber ich bin gerade zu fett, um zu danken. Deswegen widmen wir uns lieber dem, was wir können. Und zwar die Brust zu zerpflücken. Was wir am Start haben. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Das sind Liebeskugeln. Vielleicht nehme ich die mit nach Hause. Aber das sind Pokebälle. Die schmeißt du und dann kommt hier ein Pokémon. Ne, ich habe wirklich keinen blassen Dunst, was das hier sein soll. Aber das Tool ist mir auf jeden Fall bekannt. Ist eigentlich richtig geil. Die Brust und die Schulter ein bisschen durchhauen vorm Training. Normalerweise nehme ich mir da immer so einen Besenstiel und klemme den mir hier ein und lehne mich dann da drauf. Einfach um ein bisschen aktiven Release zu machen. Gerade hier so vordere Schulter, Brust, die sind bei mir auf jeden Fall immer sehr unter Spannung. Deswegen muss ich die erstmal lösen. Und ehrlich gesagt lege ich schon immer mehr Impact auch aufs richtige Aufwärmen so. Also gar nicht jetzt wegen Verletzungsgefahr oder so, sondern auch einfach, weil ich glaube, man kann, wenn man mehr Range of Motion hat, definitiv besser Muskeln aufbauen. Ist aber, sage ich ganz ehrlich, für einen Anfänger, der jetzt irgendwie 1, 2, 3 Jahre trainiert, nicht unbedingt notwendig. Gestern Arme gemacht, Alter, die sind auch gut durch. Da ist wieder das eine Mädel, die ist einfach so breit wie ich. Scheiße, Konkurrenz. Die hat gute Kanonen am Start. Und damit meine ich nicht die Hupen. Aber ja, ich wärme mich ein bisschen auf und dann geht's los. So, funktioniert. Das wissen wir auf jeden Fall.
Jawoll, Junge, jawoll, Alter. Da geht's ab. Der Dampf ist halt schon richtig geil. Zwar feiere ich die Fettfresse nicht so, die Wasserfresse, aber ey, wenn ihr mich so nicht haben wollt, habt ihr mich shredded nicht verdient. Nee, Quatsch, aber gehört dazu. Muss man auch auf Social Media, finde ich, zeigen. Ganz wichtig, weil wir haben auch gerade gesagt, wir haben uns hier im Studio ein bisschen umgeguckt. Und in den USA ist halt schon crazy, wie jung die Leute auch sind und schon trainieren gehen. Und wenn man da nicht sagt, dass es auch dazu gehört, dass man halt auch fressen muss, um aufzubauen, ja, weiß ich nicht. Ich halte ja persönlich gar nichts von Lean Bulking so. Das kann man machen, wenn man irgendwie sein Ziel schon erreicht hat, würde ich sagen, und das so halten will. Vielleicht nur ein bisschen zunehmen will, aber so einen richtigen Aufbau, den ich gerade mache, da kommt auch Fett drauf. Das muss jedem bewusst sein, aber das schrubbt man dann ja auch wieder runter. Dementsprechend packt man eine drauf. Vorteil davon ist halt, wirst halt stark, saustark, und dann passiert auch was. Ganz ehrlich, ich enjoy gerade auch den Pump alleine. Schon was Schönes auch. Also klar, wir drehen auch und ich zeige euch mein aktuelles Brusttraining, aber irgendwie ist auch so realitätsgetreu. Das gefällt mir. Das ja, so wie mein Training auch aussieht. So wie hoffentlich euer Training auch aussieht. Aber kommt schon gut was nach in Deutschland. Ich sehe ab und zu auf meiner Explorer-Page auf Insta schon immer krasse Leute, auf TikTok auch. Gut, wir wissen alle, das gute Licht spielt auch oft eine Rolle und man kriegt dann den Realitätscheck in Real Life. Aber man muss ja positiv bleiben. Geht schon was ab auf jeden Fall. Aber ja, krass zu sehen, wie das in den USA im Vergleich ist. Weißt du, wenn du so in einen Bunker reingehst und trainierst, sind schon noch ein paar Jüngere am Start, so mein Alter, noch ein bisschen jünger, die auch Gas geben. Aber hier ist wirklich crazy, oder? Also das Alter hier, das Durchschnittsalter, ist schon stark gesenkt. Ja. Da gehe ich auch schon zum älteren Eisen. Ich würde sagen, 90% der Leute sind um die 20. Ja, aber das sind halt auch alles irgendwelche Influencer. Ja. No front. Ja, bin ich ja auch, muss ich mich ja auch so nennen. One more. Come on, finish. This. This spot, huh? Next time. It's hard to spot here. Kennt ihr auch die im McFit, die immer nicht so auf der Bank lagen, sondern entweder so oder so? Das waren die Ü60 Leute, Sonnentagszimmer. Schön ohne Spannung, die Spannung wegnehmen. Nee, im Ernst, bleibt hier mit den Füßen auf jeden Fall im Boden drin.
El Nino in the house. Ah, thank you, bro. You're welcome, bro. Schon vollgepackt, das Studio. Aber haben alle auf jeden Fall wilde Outfits an. So. Ich weiß nicht, ob die alle in den Club gehen heute oder ins Training. Ich bin ja heute auch schön angezogen mit der feinsten, neuesten Kollektion. Aber ja, back at home bin ich wieder Socken in die Hose. Am besten noch so ein fetter Riss an den Eiern. Schön für Frischluft. Und ja, da fühle ich mich dann auch einfach wohl. Aber hey, kann sich auch mal rausputzen. Nice. What do you have? Thank you. I competed in amateur Yeah, Thursday. was good? I got you overall in class. Go. Good job. Keep it up. Yeah. Hey, Interrupt the rest time too much, but can I have you stop? all good. Yeah, of course. Preferably like right here. I got like Where, Sam? David, Hammy. Oh shit. That's what's up. Oh, that's so awesome. My friend from Shanghai here, right next to me. Classic Physique winner. So, wenn ich mal zu den Chinesen soll oder nach Asien generell, lasst mich wissen. Ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Wesley's Booster hat schon seinen Teil dazu beigetragen hier. Die Pipeline wieder eröffnet. Maybe we try a bit more weight, huh? That's not the weight we use in Germany, you know? No. No, just kidding. You need to be careful after competition. Mein einfaches Brusttraining könnt ihr alle daheim nachmachen. Schräg, flach, fliegend. Das sind die Stichwörter. Scheiße, brennt richtig hart, Alter. Oh Mann, hier geht's zu wie auf dem Rummel. Jetzt machen wir es doch. Jetzt machen wir doch das legendäre auf Hüfthöhe Seitheben. Jawohl, Junge. Rein da. Auch wichtig. Seitchenehmer kannst du. Auch wichtig, ja. Hab gestern erst die Übung hier gemacht. Hab so Trizepsmuskelkater. Es läuft aktuell richtig gut. Ich sag's euch, ich hab richtig Dampf. Es macht Spaß. Yo, stop talking and start training, my friend. You're not training with us Yeah. because he told me you are too big. Yeah, sorry. Yeah. It's, His mouth is too big, you know, so. my nose, my nose too. Hey, look at mine. Hey.
What up? Hey, oh, see you. How are you? Good. Yes, it's so great to see you. Yeah. Do you know Heidi? No, I don't think so. Heidi, Nice to yeah. meet you. Hey. Yeah, she's training. How you We're been? both in off season now, huh? We're so We're enjoying it. What's Can up? you see? Can you see? Yes, but you're being good. I thought you were competing. I promise you. No. I was like, you were with Hani. I thought you were competing. I mean, You're the champ, so what's happened? I just the Olympics. You won it once, and that's okay. I won it 3 times. Yeah, I know. Yeah, I know. But I mean, last year. Yeah. Ja, Mann. Der hat gesessen. Jetzt soll's passen. Wie lange haben wir jetzt gemacht? Ungefähre Zeit. So eine Stunde, Stunde 15. Ist auf jeden Fall für das Workout ein guter Anhaltspunkt. Also habt ihr mal wieder ein richtig reales Workout gesehen. Schreibt es auch gerne mal in die Comments rein, wie ihr das findet. Weil man fragt sich immer selbst so, ja, man pumpt halt und macht halt sein Ding. Ich gebe euch natürlich auch Tipps und so, ob ihr das Ganze so auch feiert oder ob ihr immer irgendwelche extravaganten Videos haben wollt. Ich finde es eigentlich ganz cool, weil das zeigt auch so den Weg. Und es ist nicht nur dauernd Event nach Event oder Collab nach Collab. Die kommen natürlich auch. Aber genau, würde mich mal so interessieren. In diesem Sinne, wir sind raus für heute. So sieht's aus. Leute, lasst ein Abo da, ihr wisst Bescheid und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Adios.